Herzlich willkommen zum heutigen Video zum Thema Lungenreinigung. Ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit. Heute schauen wir uns an, was eine Lungenreinigung ist, wer sie benötigt und wie man solch eine Reinigung anwendet. Beim Thema Lungenreinigung heißt es oft, die Lungen könnten sich wunderbar selbst reinigen. Eine extra Lungenreinigung brauche man daher nicht zu machen. Und es stimmt natürlich, dass unsere Lungen sich bis zu einem gewissen Grad hervorragend selbst reinigen können. Sonst wäre das Rauchen wohl kaum so weit verbreitet, da das Rauchen in wenigen Wochen zum Tod führen würde. Die Belastung der Lungen ist heute jedoch so groß, dass die Lungen irgendwann nicht mehr alle Schadstoffe, Staubpartikel, Chemikalien usw. entfernen können. Zusätzlich leiden die Lungen sehr unter einer ungesunden Ernährung. Schon alleine eine ballaststoffarme oder eine zuckerreiche Ernährung ist für die Lungen eine Belastung und kann das Risiko für Lungenerkrankungen erhöhen. Die zunehmende Umweltbelastung in Kombination mit ungesunder Ernährung führt in den Lungen zu chronischen, zunächst sehr subtilen Entzündungsprozessen, zu chronischer Verschleimung und im Laufe des Lebens zu nachlassender Lungenfunktion. Warum aber verschleimen die Atemwege und wie kommt es zu diesen chronischen Entzündungsprozessen? Die Verschleimung der Atemwege ist immer ein Zeichen dafür, dass die Lungen überlastet sind. Sie bilden Schleim, um Umweltgifte darin einzuhüllen, die nun verpackt im Schleim abgehustet werden können. Doch selbst das Abhusten gelingt im Laufe der Zeit immer weniger gut. Denn Umweltgifte wie Zigarettenrauch oder andere Schadstoffe in der Luft zerstören nach und nach die feinen Flimmerhärchen in der Bronchialschleimhaut. Doch sind es gerade die Flimmerhärchen, die den Schleim und die darin verpackten Schadstoffe ausleiten. Je weniger wir also von diesen Härchen haben, desto schwächer ist die Selbstreinigungskraft unserer Lungen. Die Schadstoffe in der Luft schädigen auch die Lungenbläschen, was zur vermehrten Bildung von freien Radikalen führt. Und diese können nun wiederum ganz massiv zu chronischen Entzündungsprozessen beitragen. Um die freien Radikale zu neutralisieren, braucht der Körper verstärkt Antioxidantien. Je mehr Antioxidantien jedoch in den Lungen verbraucht werden, umso weniger stehen dem Organismus an anderen Stellen zur Verfügung. Also was passiert? Die Lungen und mit ihnen der gesamte Körper werden schwächer und es können Krankheiten entstehen. Eine Lungenreinigung ist daher eine äußerst sinnvolle Maßnahme. Sie ist natürlich nicht nur für Menschen geeignet, die bereits an einer Lungenerkrankung leiden, sondern auch für ehemalige Raucher und aktuelle Passivraucher. Genauso für jene Menschen, die präventiv tätig werden möchten, um so ihre Lungen zu stärken, dass sie bis ins hohe Alter leistungsfähig und gesund bleiben. Auch jemand, der oft Atemwegsinfekte erleidet oder gerade eine schwere Erkältung hinter sich hat, kann zu lungenreinigenden Maßnahmen greifen, um den Lungen so bei der Regeneration und Stärkung zu helfen. Natürlich stellen wir, das Zentrum der Gesundheit, eine ganzheitliche Lungenreinigung vor, die aus vielen verschiedenen Maßnahmen besteht. Denn ganzheitlich bedeutet, dass man den gesamten Körper in die Prävention und Regeneration mit einbezieht, also nicht nur ein paar Atemübungen macht und ein Mittel zur Lungenstärkung einnimmt. Manche der ganzheitlichen Maßnahmen können kurweise über einen Zeitraum von 4 bis 12 Wochen durchgeführt werden. Andere können, ja sollten, dauerhaft in den Alltag integriert werden, wie zum Beispiel das Nichtrauchen und Nichtdampfen. Außerdem bestimmte Übungen zur Förderung der Schleimausscheidung oder dort, wo erforderlich, das Aufstellen eines Luftreinigers. Die ganzheitliche Lungenreinigung besteht aus folgenden 7 Bereichen. Erstens Entlastung der Lungen, zweitens Sport und Bewegung, drittens richtige Ernährung, viertens Heilpflanzen und ätherische Öle, fünftens eventuell Wasserdampfinhalationen, sechstens das Trinken von viel Wasser und siebtens das richtige Abhusten und bestimmte Übungen zur Schleimentfernung. Als nächstes möchte ich genauer erklären, wie ihr die einzelnen Punkte umsetzen könnt. Erstens. Besonders wichtig ist die Entlastung der Lungen, was bedeutet, dass man möglichst wenige Schadstoffe zu sich nimmt. Lasst also das Rauchen oder Dampfen sein, auch das Passivrauchen. Künstliche Raumsprays oder Duftkerzen besser nicht verwenden und stark befahrene Gegenden meiden. Ist die Luft bei euch schlecht, kümmert euch eventuell um einen Luftreiniger für die Wohnung. Auch können bestimmte Zimmerpflanzen die Luftqualität in Räumen verbessern, da sie die Raumluft von Giften befreien. Wir haben euch unseren entsprechenden Artikel unten verlinkt. Dort werden die passenden Pflanzen aufgeführt. Wenn ihr Medikamente einnehmt, überprüft den Beipackzettel auf Nebenwirkungen und schaut, ob sie unter Umständen euren Lungen schaden können. Wenn ja, sprecht mit eurem Arzt und bittet ihn um Alternativen. Zweitens.
Zu einer wirksamen Lungenreinigung gehört außerdem möglichst viel Bewegung, denn körperliche Bewegung stärkt die Lungen, sie verbessert die Sauerstoffversorgung und fördert die Durchblutung. Beides regt die Selbstreinigungskraft der Lungen an, was bedeutet, dass Schleim und Schadstoffe gründlicher ausgeleitet werden können. Wenn ihr euch jeden Tag mindestens 1 Stunde lang kräftig bewegt, seid ihr auf einem guten Weg. Drittens, auch die richtige Ernährung ist ein wichtiger Punkt bei der Lungenreinigung. Denn man weiß, dass eine ballaststoffreiche, zuckerarme und gleichzeitig vitalstoffreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse die Lungengesundheit verbessert. Alle Details zu einer lungengesunden Ernährung findet ihr in unserem Artikel zu diesem Thema Gesunde Ernährung für die Lungen. Viertens, bestimmte Heilpflanzen können ebenfalls in die Lungenreinigung integriert werden. In Form von Tee können sie Entzündungen hemmen, Schleim lösen oder die Bronchien beruhigen. Auch hier findest du unten verlinkt den entsprechenden Artikel. Heilpflanzen für die Lungen. Fünftens, ihr könnt während der Lungenreinigung auch ätherische Öle einsetzen und diese in der Duftlampe verdampfen lassen oder auch mit dem Inhalator inhalieren. Zum Beispiel die ätherischen Öle aus Anis, Fenchel, Basilikum oder Gewürznelken. Sie erhöhen die Abwehrkraft der Lungen gegen Luftschadstoffe. Die passende Studie haben wir euch ebenfalls unten verlinkt. Sechstens, sogar mit reinen Wasserdampfinhalationen kann man die Lungenreinigung unterstützen. Denn Wasserdampf öffnet die Atemwege und hilft den Lungen, sich vom Schleim und Schlacken zu reinigen. Inhalatoren mit Verneblerfunktion sind dabei besonders hilfreich, da sie lungengängige Tröpfchengrößen bilden und daher nicht nur die Nasenschleimhaut befeuchten, sondern auch tatsächlich in die Lungen gelangen. Siebtens, achtet darauf, dass ihr ausreichend Wasser trinkt. Denn Wasser hilft bei der raschen Ausleitung von unerwünschten Substanzen aus dem Körper und sorgt somit dafür, dass auch der Schleim in den Atemwegen verflüssigt wird und leichter ausgeschieden werden kann. Ihr könnt einen Teil der täglichen Wassermenge auch als Kräutertee einnehmen, zum Beispiel aus Thymian, Süßholz, Eibisch, Spitzwegerich, Anis oder Fencheltee. Auch 2 Tassen Grüntee können pro Tag getrunken werden, denn er enthält Antioxidantien, unter anderem den Stoff ECGC, der Entzündungen in den Lungen reduzieren und außerdem das Lungengewebe von schädlichen Substanzen aus der Luft schützen kann. Zusätzlich kannst du täglich 2 Löffel des sogenannten Drinks zur Lungenreinigung einnehmen. Es ist eine Art selbstgemachtes Nahrungsergänzungsmittel und besteht insbesondere aus Kurkuma, Ingwer und Zwiebeln. Diese 3 Zutaten wirken stark antioxidativ und entzündungshemmend und versorgen darüber hinaus mit schleimlösenden Schadstoffen. Da die Selbstreinigungskraft der Lungen so stark ist, dass sogar Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, mit jedem Tag des Nichtrauchens eine kontinuierliche Verbesserung ihres Befindens verspüren, lohnt sich die Lungenreinigung für jedermann ganz enorm. Wie du den Drink zur Lungenreinigung zubereitest, das zeige ich dir im nächsten Video. Also abonniere unbedingt unseren Kanal und schalte die Benachrichtigungen ein, damit du nicht verpasst, wenn das Video hochgeladen wird. Details zur Lungenreinigung findest du in unserem dazu passenden Artikel, den wir in der Infobox unten verlinkt haben. Dort werden auch konkret das richtige Abhusten und eine Übung zur Schleimentfernung beschrieben. Also, es lohnt sich wirklich. Einige der Punkte, die ich genannt habe, sind wirklich sehr einfach zu implementieren in den Alltag. Andere brauchen vielleicht etwas Anlaufzeit oder eine Routine, aber alle Punkte sind auf jeden Fall machbar. Wir möchten uns sehr gerne mit euch austauschen zum Thema Lungenreinigung, also schreibt uns super gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. So, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video, wo ich euch zeige, wie ihr den Drink zur Lungenreinigung zubereitet. Bis dann. Tschüss!